Welcome, ladies and gentlemen, to another captivating episode of Mueller's Midnight. Tonight, we once again have a fantastic lineup of guests that is sure to light up your night. From fears to books to the unique, we got it all covered. So grab your cup of cocoa, sit tight, and let's dive into the whirlpool of stories we have for you tonight. Our first guest tonight is a dear friend of the show, the enigmatic Shadowheart. She is here to peel back the layers of her fear of wolves. What is it about these creatures of the night that sends chills down her spine? Is it their piercing gaze, their haunting howl, or is it something deeper? Something that is connected to her very soul? Moving on, we have the indomitable Karlach Cliffgate, who will be sharing tales from her new fascinating book, I Went Through Hell, and all I got was this lousy infernal engine for a heart. A story of resilience, of facing the fires of hell and coming out stronger, albeit with an engine for a heart. Our third guest is the ever-eloquent Gale Dekarios. Tonight, he bears his heart and soul, sharing his feelings after Mystra, the Lady of Magic, decided their paths should part. His tale is one of love, loss, and the courage to move forward, a testament to the strength of the human spirit. And our special guest this evening is the unique Nick Noblestock. As the only Noblestock fungus in the Underdark, he has an emotional story that challenges our understanding of loneliness and resilience. His is a tale of survival, of finding light in the most unexpected places, and of the resilience of life in the face of adversity. Providing the rhythm for our stories of tonight is, once again, the fabulous Alfira. And now, ladies and gentlemen, please welcome the host of the show, Leatrice Mueller. Einen zauberhaften, ihr wunderschönen Menschen. Und ein allerherzlichstes Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen Baldur's Gate 3 Abenteuers. Wir befinden uns in der Episode Nummer 26. Und ja, in der letzten Episode haben wir schon nicht besonders viel gekämpft, also eigentlich gar nicht. Und tatsächlich einfach nur ein bisschen durchs Underdark gelaufen, haben die Mykonid Kolonie ausfindig gemacht, haben uns ein paar Quests abgeholt und sind dann in unsere Comfy Zone abgerauscht, in der wir uns jetzt auch noch befinden. Und die Serie hörte, oder die Episode hörte im Grunde damit auf, dass ich gesagt habe, naja, wir können ja mal so ein bisschen mit den Leuten hier auch reden und mal diese ganzen Gesprächsfäden abarbeiten, die wir noch offen haben. Und das ist das, was wir jetzt tun werden und mal sehen, ob wir danach noch genug Zeit haben, uns ein bisschen mit Dunkelzwergen zu prügeln. Aber jetzt erstmal quatschen und nicht quetschen. I had another dream, which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole, venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Tja, da weiß man nicht so richtig, was man davon halten soll, ne? Aber wir können gar nicht konkret darauf eingehen. Insofern arbeiten wir von oben nach unten einfach alles ab, was wir mit ihr klären können. Nämlich zum Beispiel, ob sie dieses Artefakt noch hat. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. Mhm. Tja. Das sah das irgendwie blöd. So, fragen wir doch mal, warum sie letztens Schmerzen hatte. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Mhm. Ja, warum tut ihr das denn eigentlich weh? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure.
Mhm, mhm, mhm. Und warum denkt sie denn, dass die gute Lady Shah eine ihrer Gefolgsfrauen solch einer Sache aussetzen würde? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Na, wenn du meinst, Herzblatt. So, und wie hältst du es aus, mit so einem Ding zu leben? It's less difficult than you might imagine, when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Mhm. Na dann turnen wir doch einfach nochmal zu anderen Matters. Vielleicht möchte sie jetzt mit uns über Shah reden. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Nö, wenn sie noch nicht drüber reden möchte, dann werden wir da auch nicht tiefer drauf eingehen. Fine. Just keep out of matters that don't concern you. Ich glaube, manche Antworten sind unnötig scharf. Da hat das Programm noch ein bisschen Nachholbedarf beim Feintuning. Mhm. Was denkt sie denn so zu allem, das uns widerfahren ist? Fine. What's on your mind? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together, and it seems we have plenty in common. Mhm. Und was denkst du zur Druid Grove? I suppose some would commend our actions. Goblins would have razed that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. So, haben wir noch was? Nee. An sich doch nicht. Das, du und ich, wir haben da was Spezielles am Laufen. Das fühlt sich nicht immersiv genug an, das jetzt nach der ersten zarten Bande schon anzusprechen und die große Ich möchte drüber reden Keule rauszuholen. Deshalb sagen wir einfach Tschüssen. So, Volo. Hat er jetzt vielleicht einen Namen für uns? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Gut, hat er noch nicht. Shadowheart haben wir. Karlak. Was möchtest du denn noch so zum Besten geben? Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. Sie hat also einen goldenen Paladin. Mhm. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sich wie eine Falle anfühlt, obwohl man natürlich so ein bisschen misstrauisch ist. Wir sagen einfach mal, wir müssen diskret vorgehen. It's a fair point. I just don't want to take a short-term boon. I want to win this whole thing. To finish off the cult. To get this tadpole out. To stay sane the whole time. Mhm. So, und wie ist denn eigentlich das Ding anstelle ihres Herzens zustande gekommen? The year, Tenair. The place, a sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose.
I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Ja, okay. Und wer war dieser Boss, den du da hattest? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Dieser Gortash, der wird noch interessant werden für uns auf jeden Fall. Ja, hört sich so an, als sollten wir diese Infernal Engine fixen und ein bisschen Infernal Iron finden. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Und was macht diese Infernal Engine eigentlich? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Da hat sich doch bestimmt einiges angestaut. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Oh, hi. Hey, hey. So. Jo, dann fragen wir doch, was Ihrer Meinung nach der beste Weg, einen Teufel zu töten ist. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Ist ein bisschen carried away. So. Ja, hättest du gedacht, dass wir mal in so einer Situation stecken würden? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Ja, wir wären vielleicht in einem anderen Abenteuer und auf jeden Fall Gott gesegnet, frei von irgendwelchen Kaulquappen in unserem Kopf. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Oh yeah. Hey you. Hey, you too. So, du und Mizora, ihr kennt euch schon ein bisschen, wa? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose.
I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Na, dann könnten wir vielleicht von hier nochmal Besuch bekommen, ne? I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Ja, ist ja auf jeden Fall verständlich, warum sie abhauen wollte. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. So, was haben wir hier noch? Ja, würde uns schon interessieren, wie das so ist, nicht angefasst werden zu können. Sad. I couldn't let myself feel sad in the Hells. Letting my guard down would have been a death sentence. And letting, say, a Cambion near me would have been disastrous. I thought it best just to keep my distance. But loneliness that deep gets into the marrow. Now that I'm here, among friends, I can feel it burning out of me. Little by little, step by step. Ja, wir würden sie schon gerne mal umarmen. So übersetze ich das jetzt. Where would you start? Hey. Jetzt nicht gleich wieder flirty werden. Genau. Nee, wir machen das mal ganz unschuldig hier. And put it somewhere interesting, I hope. Hey. We better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. What are you thinking about? Offensichtlich über nichts. So, das war Karlach. Dann haben wir noch Herzen. Oakfather's blessings to you. Dann scheint uns zu interessieren, wie er denn so viel Wissen über diesen Parasiten ansammeln konnte. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Damit sind sie natürlich auch in gewisser Art und Weise eine Aberration of Nature und wir als Druide finden die dann gar nicht gut. So, wie wird's denn der Lichtung, also der Grove, seiner Hood gehen ohne ihn? Hopefully. I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Warum nicht Nettie? I need her to stay focused on her training. The Grove will need a skilled healer in my absence. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Ja, das war sehr clever von ihm. Contrary to how some think of us, we druids can play politics when necessary. So, aber jetzt mal hands down. Was ist mit diesem Shadow Curse? It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise. But the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Aha, und was hat's mit diesem geheimen Stronghold? Wie würde man das übersetzen? Schloss? Ja, eher nicht so. Wir nennen es einfach Stronghold in Ermangelung eines besseren deutschen Wortes.
Also diese Operation hier im Underdark zu tun. Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Nö, das würden wir nicht denken. Nur weil er es nicht geschafft hat, den einen Typen aufzuhalten, der den letztendlich übers Land gebracht hat, ist er doch nicht verantwortlich dafür. Ja, hat er denn eine Ahnung, wie man diesen Shadow Curse stoppen könnte? Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Ach, er fühlt sich. Okay, na dann können wir das fragen, ob er sich dafür verantwortlich fühlt für diesen Shadow Curse. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Na, wir bringen dich dahin. So, aber kann er nicht einfach gewesen sein, deinen Job, deinen Titel, deine Aufgabe einfach hinter dir zu lassen? Und wirst du das nicht vielleicht vermissen, der First Druid zu sein? Miss it? Oh dear no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. Und wie geht's dir hier so im Camp? Wonderfully. If I'm honest, the Grove was too comfortable for my tastes. I felt removed from nature. I'll miss my books, but I can find all the wisdom they contain out here, firsthand. Na, wenn es irgendwas gibt, womit wir ihm noch weniger Behagen bereiten können, dann kann er es uns ja gerne sagen. Ja, das ist doch eine nette Antwort. I'm sure something will come to me, given time. Gut. Rescue Druid Hassen? Den haben wir doch schon gerescued. Haben wir es jetzt erst abgeschlossen? Oh, ja, merkwürdig. Was höre ich da so müde ein? Ja, jetzt scheiße. So. Wenn wir jetzt nicht alle durchklicken, dann quatschen wir nochmal mit unserem Lieblingssonnenschein Lae'zel. Another dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the Absolute Cultist's lair, and offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power, expresses its admiration, its adoration. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Okay. Genau. Wir misstrauen ja auch und wir werden diese Fähigkeiten nicht anwenden. Well chosen. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. And there will come a battle, of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. Ja, wegen dieser Drachenreiter. Your skull trembles, your parasite wriggles. Lae'zel sees your memories of your confrontation with Kithrak Voss. Voss? Justil Kithrak, Knight Supreme. An honorable warrior, Vlaakith's finest. I am impressed. He wanted your head,
yet it remains firmly atop your shoulders. A lesser woman would be adorning the road as a shredded corpse. Ja, dann weihen wir sie doch mal so ein in das, was so passiert ist. As I'd expect, ancient Githyanki symbols adorn the artifact's face. We can deliver it to a Kithrak or Vash at the first opportunity. Now, to the point. The creche is not far from where you met Voss. We must go there immediately. Unless, of course, you'd rather sprout waxy tendrils where there were no tendrils before. Ja, und wenn Kithrak uns vorher findet? Keep me at your side, and I will invoke protocol. It is my people's duty to aid infected Githyanki. Had I been traveling with you, we might have avoided the Night's Fury. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass das nicht so ist. Der interessiert sich einen ziemlichen Scheiß für Lae'zel. Ja. Dann reden wir doch nochmal über den Traumbesucher und fragen, ob sie denkt, dass er zurückkommt. It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. Was könnte dieser größere Master denn sein? A question that burns in my belly day and night. Elders and collectives abide by their own tenets. It would require a powerful creed to unite them. And now this voice, this creed, finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Speak. Wir haben nichts mehr zu speaken. Okay, wen haben wir noch? Wo ist Gale abgeblieben? Gale, wo bist du? Am Rumstehen da hinten. Okay, wen haben wir hier noch? Ach, Will, mit dem haben wir auch gar nicht geredet. Halleluja. Naja gut, haben wir das einmal hinter uns gebracht. I've been dreaming of our enigmatic visitor again. She told me our purpose was to take on this cult of the Absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the Tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Could be the only way to reach this source in one piece. Ja, Gale, du hast auch nicht so richtig viel gelernt aus dem, was da mit dir passiert ist, oder? Manchmal ist es einfach gut, wenn man nicht der nächstgrößten Macht hinterher rennt. Genau. Die Tadpoles sind nämlich part of the problem und nicht part of the solution. I admire the vigor with which you uphold your principles, but I would remind you that the evils of the Absolute are far greater than any moral compromise we might make by using our Tadpole's full potential. Your confidence in our existing capabilities is quite rousing, though. Perhaps that spirited enthusiasm will be strength enough to subdue the cult when the time comes. Ja, na dann noch fragen wir mal für einen Freund, was passiert, wenn diese Netherese Magic ihn überwältigt. If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Na, wir werden sehen, ob er true to seinem Word ist. So, Will, mit dem haben wir noch gar nicht geredet. I had another dream last night. The visitor came to me and ordered me to penetrate the heart of the very cult that's spreading the infection. It gave me a tadpole gift too, just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. At first, I thought we should avoid these gifts no matter what advantage we gain. And yet,
I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob das ein Plan wäre, der funktioniert, bis wir nicht fertig damit sind und feststellen, dass er funktioniert hat. Das ist ja nun ziemlicher Quatsch, dieser Spruch. Also auf diese Situation bezogen. Wenn man es mit irgendwas vergleichen könnte und einfach nur einmal den Weg, den man schon mal gegangen ist, reproduzieren würde, also ein Plan, den man schon mal hatte und der schon mal funktioniert hat, dann würde ich sagen, es macht das Sinn. So allerdings ist es ziemlicher Quatsch. Nein, wir avoiden die Powers, aber von Will, der ja schon einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, was im Grunde einigermaßen das Gleiche ist. Er hat sich einer Macht verschrieben, die ihm Macht gewähren wollte. Dass er jetzt da keine Bedenken hat, ist nicht weiter verwunderlich. Then we do well to walk around it. Use these powers sparingly, if you must use them at all. So, aber wie ist er denn eigentlich diese Blade of Frontiers geworden? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. After my exile, I was hunting near the Cloakwood. I heard a child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Ja, geht doch nichts über das Retten eines Lebens. Proud? No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Ja, wie toll kannst du schon sein? Ich habe nie von dir gehört, genau. Ja. Naja, aber als bei Doriana können wir auf jeden Fall sagen, es ist schön, dass wir endlich ein Gesicht zum Namen haben. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Und wie fühlt sich das an, Teufel zu sein? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Ja. Achso, Fiend, nicht Friend. Nö, dann sehen wir, also warum wir nicht einfach sagen können, wir sehen Will, aber gut. Dann sehen wir die Blade of Frontiers. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Ja, aber trotzdem solltest du aus diesem Pakt raus. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Ja, aber andererseits natürlich tatsächlich die Frage, was sie denn jetzt noch tun könnte. Das schlimmer wäre, sie könnte ihn umbringen, klar. She could kill me for one, and that's not the worst of it. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Keine besonders gute Verhandlungsposition, das stimmt schon. Aber wir könnten sie natürlich besiegen, wenn wir unsere Würmer zusammenstecken.
We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. So, und damit haben wir sie nach einer tatsächlichen halben Stunde alle durchgequatscht und liefen das Camp. Frisch gestärkt, frisch gekämmt, mit frischer Unterwäsche. Aber wir gehen auch nochmal zu den beiden hier, weil die auch Händler sind. Und ich wollte nochmal gucken, wenn ich vielleicht irgendeinen super fancy Shit haben. Welcome back. Have you made any new discoveries? Jetzt müssen wir den auch noch quatschen. Dann sagen wir ihm doch mal, dass wir noch nie einen Hobgoblin wie ihn gesehen haben. The feeling is mutual, friend. I have only passing familiarity with the surface races. But I found that there is as much to learn from an individual as there is from a community. So it is with the Myconids. They live in harmonious unity, but each has a unique personality. Ja, aber so Untersuchungen im Underdark scheinen ja vielleicht auch ein bisschen gefährlich zu sein. Yes, but it has abundant natural resources. Spores, water orbs, Trillimac. I've studied them for years. There is rare magic in the Underdark too. Fairsres. It radiates from the earth, warping, teleportation and divination magic. Ja, das ist nämlich die Natur. Also, beziehungsweise das Gleichgewicht der Natur. Und das Leben entwickelt sich und erblüht in Konkurrenz zueinander, sozusagen. So würde ich das jetzt übersetzen. Exactly. It's such a relief to meet another sensible mind. Ja, und wo warst du eigentlich, als die Duergar attackt haben? I observed the fight from a distance. Combat is not my field of expertise, but the Myconids handled themselves well enough. Na, dann lass doch mal sehen, was du so zum Handeln I hast. do enjoy a good bargain, if anything in my private collection is to your liking. Was haben wir hier? Unimpeded by difficult terrain. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Circlet of Blasting brauchen wir vielleicht nicht. Und das ist, was ist das? Eine Eldritch Weapon. Bräuchten wir so einen Warlock für. Haben wir zwar, brauchen wir aber trotzdem nicht. Psychic Missiles. Shoot an additional dart whenever you cast missing. Oh. Das ist ja gar nicht so schlecht. Misty Step aber auch nicht. Ja gut, eine Additional. Ist nicht auf der jetzigen Stufe wären das so 5 Schaden oder so. Aber Magic Missile ist halt schon auch ein sehr geiler Single-Target Damage Spell oder ein Spell, mit dem du verschiedene Gegner, die so ein bisschen beschädigt sind, leicht finishen kannst, wenn sie nur noch so 3, 4, 5, 6, 7 Leben haben. Und da einen mehr zu casten. Aber vielleicht... Nee, der macht beides. Du kriegst nochmal einen Magic Missile auf Level 1. Nicht so furchtbar interessant ist. Und, also zumindest verstehe ich das so, machst grundsätzlich hast du eine Magic Missile mehr beim Casten von Magic Missile und du kriegst diesen anderen Spell dazu, also nochmal eine zusätzliche Spell-Slot quasi für Magic Missile. Aber auch nicht. Sunwalkers Gift. Dark Vision quasi. Lifebringer.
Das brauchen wir irgendwie alles nicht, glaube ich. Electric Rains und Lightning Charges. Damit macht man dann, glaube ich, wieder mehr Schaden, ne? Ja, ein Lightning Damage. Ja, nicht so schlecht. Weil diesen Melf's Acid Arrow, den werden wir jetzt, also den könnten wir ja sowieso nur einmal anwenden. Pro Short oder Long Rest. Ist dann nicht ganz so interessant. Das Interessante ist hier tatsächlich eigentlich diese Kette. Aber Misty Step ist schon auch sehr nice, wie gesagt. Es gibt ja nicht viel, das weniger Schaden macht als ein toter Magier. Da hast du dann nicht so viel von deiner einen zusätzlichen Magic Missile, die vielleicht 5 Schaden macht, wenn der Magier stattdessen tot ist. Just saying. So zum drüber nachdenken. Very well. I have mushrooms to catalog. Na bitte. Einfach machen, Kevin. Und Omelum. I greet you, child of the sun. How has your search for the mushrooms fared? Noch ja nicht. Aber jetzt haben wir so ein paar Fragen an dich, ne? Wie bist du eigentlich aus deiner Kolonie da entkommen? I was born with a propensity for arcane magic my people despise. It gave me the strength to resist the Elder Brain. Every waking hour I pushed back against its dire hold. My wizardry empowered me. The moment its control shattered, I fled. Before the colony discovered, I had defected. Hier ist also quasi so eine Art Mutant bei denen. Ah, okay. Offensichtlich weiß man, es scheint Common Knowledge zu sein, dass die Gehirne brauchen. Also ganz so wie Zombies quasi. In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company. And thus I now feed from those who act against the Society's goals. Na, da muss er ja aber doch immer hoffen, dass es welche gibt, die gegen Society's Goals acten, weil sonst dürften ihm ja irgendwie die Gehirne ausgehen. Also je erfolgreicher seine Arbeit ist, desto schlechter wird es ihm ja gehen. Aber wir gratulieren ihm mal dazu, dass er diesen Weg gefunden hat. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to violence if they comprehend the cost, yes? So, Rest wissen wir schon und er hat nichts, das er mit uns handeln möchte. Child of the sun. How has your search for the mushrooms fared? Nö, hat er nicht. Yes, she is cataloging Kohotuan fertility rituals. Mhm. Oh, well, perhaps after I finish my research here, I'll join her. So. Wenn es um Fertility Rituals geht, da wird er gleich ganz hibbelig. Ich bin am mit mir selber debattieren, ob wir jetzt nicht einfach hier mal einen ungewöhnlich frühen Cut machen. Nach 42 Minuten, 43 Minuten, weil ich glaube, hier kommt jetzt nichts übermäßig Spannendes mehr raus am Ende. Mal ein paar Pilze einsammeln.
Ansonsten halt runter zu den Dunkelzwergen gehen, aber ich glaube fast, die werden wir jetzt nicht in 15 Minuten abgearbeitet haben. Naja. Wir gucken einfach mal. Ich meine, alles, was wir jetzt machen, müssen wir dann später nicht nochmal machen. Insofern. No. Let's see. What is happening here? So, da geht's runter zu den Zwerge und da würde es zu den Hook Horrors gehen. Und zur Susur Bark. Und hier ist der... Kann man das machen in 15 Minuten? Da ist nämlich der Mann von der einen Zwergentante. Das Problem ist ein bisschen... Immer noch nicht so richtig Deep Hole. Ah. Ich kommt Bulette hier rausgeraced. Bin immer noch nicht so richtig. Still fresh. Something with massive claws made this. Ja, das war garantiert die Bulette. Oder halt ein Hook Horror. Mal gucken. Und das hier ist ein Susur Tree, von dem wir die Susur Bark brauchen, um diese eine Schmiedenummer durchzuziehen. Und hier ist eine Susur Blossom und hier ist die Susur Bark. Die Blossom ist ganz interessant, weil die jegliche magische Effekte negiert. Das wird dann auch interessant in dem Turm, in den wir später gehen werden. Was? Also, und das ist Bibibang. Und das... Achso. Okay. Und das ist ein Hook Horror. Und irgendwie wäre es aber okay, wenn der Bibibang jetzt einfach mal sterben würde. Und aufhören würde, seine ganzen Giftblasen hier zu verteilen. Wir wollen hier schließlich auch nochmal irgendwie weiterkommen. So. Bitte mal away with the Noxious Fumes. Ich bin jetzt echt die ganze Zeit da. Ich hätte jetzt keinen Space-Slot dafür opfern. Wie nervig ist das denn? Aha. Muss schon mal erst rasten, ey. Is getting drained. Ein Severed Arm. Wie unerfreulich. Also für denjenigen, der da gesevert wurde, sozusagen. Also jetzt im Moment kann keine Magie auf uns wirken und wir können aber auch keine selber nutzen. Insofern können wir aber trotzdem mal die Blume jetzt ablegen, weil wir das jetzt nicht wirklich brauchen. Aber es kann im Kampf halt interessant sein, gerade wenn du gegen Gegner kämpfst, die magisch bewandert und beschlagen sind. Kannst du die damit tatsächlich so ein bisschen außer Kraft setzen. So, das wird auf jeden Fall eine Geschichte, bei der wir nicht wollen, dass die Party komplett ist. Wir wollen auf jeden Fall diesen Torchstalk oder was das hier hinten ist. Hat sie eigentlich jetzt den Ring um, von wegen, dass sie so krass weit springen kann? Nee. Ist der immer noch bei Gaily?
No rest for the wicked, I see. Das hat man gar nicht insgesamt, sondern man muss diesen Jump dann auch auf sich selber casten. Okay. Aber kann man das nicht einfach auch... Uah. Können wir das nicht einfach auf jemand anders casten? Triple Yaw. Und wohl nur auf sich casten. Hm, doch. Ja, egal. Ah! Die Verwirrung wird Aine verwirren. Karlach, zack. Und dafür gibst du bitte... Hey, das ist bestimmt jemand, der auch mal schnell unter 50% HP landen wird. So. Jump, jump. Oh ja. Stop! Stop! Bibblebang! These mushrooms! Toxic! Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it! Somewhere! Thank you! Thank you! So, das ist auf jeden Fall der Mann der Zwergendame da. Und hier, um die Ecke, nee, jetzt ist es da hinten, ne, dieser Noble Stalk, okay. Nein, 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 nein. Oh. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das passiert dann. Aber es sah jetzt eigentlich nicht so aus, als ob man da nicht laufen könnte. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht ran. An diesen Noble Stalk. Würde ich sagen. Ohne den Bibblebang auszulösen. Es gibt vielleicht irgendwie mit einer Magic Hand oder sonst irgendwas. Kann man da was machen? Aber sonst wäre natürlich die Frage, wie kann man verhindern, dass diese ganzen Dinger hier in die Luft gehen? Oder es stört uns gar nicht, dass sie in die Luft gehen. Wir sorgen einfach nur dafür, dass Galen sein Backpack hat. Indem wir... Können wir so weit springen? Jo. Springen wir hier hin. Ja, hallo. Und jetzt ruft auch noch Veränderte. Es ist ja schon wieder alles sehr stressig. So, wieso können wir denn jetzt da nicht hinspringen? Was ist denn jetzt das Problem? Ja, haben wir doch verstanden. Bibblebang, alles gut. Scroll! Escape! Yep. Thank you! Yep. Kein Problem. Frage ist, wie weit hier hin? Das Ding ist, irgendwie fühlen die sich schon angefasst, wenn man nur ein bisschen an die Reichweite kommt. Können wir so schnell laufen? Ja, können wir nicht. Weil wir über sie rüberspringen. Das finden sie auf jeden Fall auch nicht gut. Wir könnten natürlich versuchen, mit Gale den Misty Step zu zünden. Das ist ja eher ein Teleport-Zauber. Dann teleportieren wir uns dahin. Da ist ein Misty Step drinnen dann. You recognize the name. Bibblebang, a mushroom that releases dangerous Cool. spores. Highly flammable. Gale hat ja sogar andere Sprechoptionen. Ja, das ist ein ganz schönes Predicament. Scroll! Escape! Thank you! Ja. So, damit wir das jetzt nicht noch zum 5. Mal hören müssen. Einmal Misty Step. Hier. Hinten.
Nein, 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 nein. 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 Halleluja. Ich hoffe mal, die Mädchen. No. Bad idea. Die Mädchen. Throat das mal zu. Galen, würdest du dich bitte umdrehen und deinen scheiß Pack nehmen? Willst du mich verarschen? I'm all right. Großartig. So, und wenn jetzt die Mage Hand noch mal bitte den Torchstalk da abräumen könnte. Ein Noble Stalk. Hat sie ihn jetzt gefressen? Nicht ihr fucking Ernst. Halleluja. Hier machst du was mit. Gut, nächster Versuch. Nicht so weit. Also Misty Step. Nach. Dann. Ich weiß gar nicht, ob man Misty Step machen müsste. Magehand. Mr. Magehand. Bitte einmal. Werfen. Oha. Werden ja beinahe umgebracht. Und dann versuchen wir nochmal den Throw davon hier hin. Geil. Egal. Dann machen wir es ganz anders. Wir casten die Mage Hand da hinten. Die ist ja offensichtlich immun gegen die Bibberbanks. Your desire. Ah. So. Once again. Bitte ihm einfach nur vor die Füße werfen. Geil. Und dann, wenn der raus ist... God, I can finally breathe. Nehmen wir uns Karlach. Und können jetzt nicht mehr so weit springen, weil es jetzt abgelaufen ist. Können wir es nochmal zünden? Nein, können wir auch nicht. Geil. Dann nehmen wir jetzt eben Mr. Mage. Misty steppen uns. So weit kommen wir natürlich nicht. Ob das auch ausgelöst wird, wenn wir kleiner wären? Vielleicht eine Katze oder so? Wenn wir fliegen könnten?
Dass wir wenigstens hier hinkommen würden. Jetzt schnell, 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 geht doch da durch. Hat er ihn? Man weiß es nicht. Ah, das wird er nicht überleben. Er hat ihn. Nicht schön, aber selten. Man rennt doch da nicht rein. Der Wahnsinnige. Okay. Wir haben unseren Watchstock. Let's move. Das war die Hauptsache. So, und wenn das Feuer hier weg ist, Moving in. können wir ja nochmal gucken, was es hier sonst noch so gibt. So furchtbar viel auf jeden Fall nicht mehr. Something over there. Ah ja. Oh. Behold the Mighty Salute. Shadowheart. Und dann holen wir uns den Rest hier und dann ist die Stunde um. Was super ist, weil ich ganz dringend auf Klo muss. Das ist eine super wichtige Information für alle. Und Freunde müssen sie ja auch anrufen, weil die nämlich anrufen. Es ist quasi eine Win-Win-Win-Win-Situation. So. Also dann, ihr Lieben. Kuss auf die Nuss. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, lasst euch nicht ansprechen. Und bis neulich. Ciao, ciao.